Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Diesmal zu dem besten Musikanime aller Zeiten. Yui ist ein Mädchen ohne Talente und Fähigkeiten. Noch dazu scheint sie tollpatschig und ein bisschen neben der Spur zu sein. Jedoch hindert es sie nicht, es beim Popmusikclub zu versuchen. Das Problem ist, sie kann keine Gitarre spielen oder jegliches anderes Instrument. Was macht man nun? Zu ihrem Glück braucht der Club dringend ein Mitglied. So stört es Ritsu, Mio und Tsumugi nicht, sie aufzunehmen. Jetzt heißt es Gitarre lernen und die Welt der Musik zu erkunden mit ihren neuen Freundinnen. K-On! Ist ein Klassiker. Nicht nur ist es ein Cute Girl Do Cute Things Anime, sondern auch ein Musikanime mit actually guter Musik. Zwar ist vieles sehr übertrieben gestimmt und wer hier absoluten Realismus erwartet, der ist mit K-On! Falsch. K-On! Ist der Feel-Good-Anime schlechthin. Alles ist auf Cute getrimmt und das ist verdammt gut. Wer ein Slapstick-Anime will mit guter Musik und witzigen Charakteren, der ist mit K-On! Goldrichtig. Eine Welt, in der die Konflikte mit einem Mikrofon gelöst werden, das ist möglich, denn mit einem Hypnosis-Mic kann die Macht der eigenen Texte und der Musikalität real werden. Das heißt, die Umgebung wird beim Musizieren verändert und da erleidet mal die Gegenseite einen Schlag. Ja, Hypnosis-Mic Division Rap Battle Rhyme Anima hört sich absurd an und da kann man ihn belächeln. Aber ich lüge euch nicht an, dass es durchaus ein sehr absurder, unterhaltsamer und charmanter Musikanime ist. Wie habe ich hier gelacht und mitgefiebert, wenn die Charaktere angefangen haben zu rappen. Dafür sorgt die überaus übertriebene Animation mit einem sicheren Stil. Wahrscheinlich der stylischste Anime in dieser Liste. Wer auf Rap, übertriebene Animation und Absurdität steht, hat mit Hypnosis-Mic Division Rap Battle Rhyme Anima seinen Spaß. Ein Meteorit, wahnsinnige Monster und eine Welt, in der die Musik zur Waffe wird. Ja, das ist die Welt von Tech OP Destiny. In dieser Welt gibt es Mädchen, die Musikschaffende genannt werden, die mit einem Dirigenten zusammen kämpfen, um diese Monster mit ihrer Musik zu bezwingen. Tech ist ein Dirigent und Destiny ist seine Begleiterin und eine sogenannte Musikschaffende. Sie reisen mit ihrer Freundin Anna durch Amerika, um die D2 genannten Monster zu besiegen und dieser Welt das Wunder der Musik zu zeigen. Dabei läuft nicht alles rund, denn unsere beiden Hauptcharaktere sind regelrechte Vollidioten, zu Ungunsten Annas, die die beiden zurechtweist und noch wichtiger ertragen muss. Musik mit einer schönen Action und einer genialen Animation. Tech OP Destiny macht das möglich, der Anime ist Kunst. Wir haben hier einen irrwitzigen und zum Teil ernsten Cast, die Musik regelrecht liebt. Zwar bin ich kein Fan von klassischer Musik, aber hier passt es allemal. Wer hier auf Action steht, mit gelungenen Charakteren, netter Comedy, kombiniert mit Musik, der hat mit Tech OP Destiny seinen Spaß. Laut den YouTube-Statistiken haben mich die meisten meiner Zuschauer nicht abonniert. Das könnt ihr schnell ändern, wenn ihr meinen Kanal supporten wollt. Ein Leben ohne Musik, kaum vorstellbar. Das hat Kosei beschlossen, ein damals bekannter Pianist. Durch einen Schock ist er nicht mehr in der Lage, das Klavier zu spielen. Bis eines Tages Kaori alles veränderte. Mit ihrer offenen Persönlichkeit und ihrer einzigartigen Art, Violine zu spielen, überzeugt sie Kosei, ein weiteres Mal in die Welt der Musik einzutauchen. Aber diesmal mit einer neuen Lebensfreude. Wobei das nur der Auftakt ist für eine abwechslungsreiche und emotionale Geschichte. Your Lie in April ist nicht nur ein Drama, Romance und Slice of Life Anime. Noch wichtiger ist es ein exzellenter Musikanime, in dem dieser einen signifikanten Teil einnimmt und die Gefühle, die die Musik rüberbringen soll, in Anime-Form wiedergibt, die man einfach nur lieben kann. Falls ihr Your Lie in April nicht gesehen habt, würde ich diesen Anime euch ans Herz legen. Kumiko war schon früher im Musikclub und in der Oberschule dachte sie erneut nach, dem beizutreten. Aber das jetzige Niveau des Musikclubs ist einfach nicht das wie von ihrer alten Schule. Als noch ihre alte Freundin Reina den Club beitrat, hat sie zwar angefangen zu zweifeln, da sie nicht im Guten auseinanderkam. Schlussendlich zog es sie doch in den Club und ihre neu gewonnenen Freundinnen Hazuki und Sapphire treten dem auch bei. Hibiko Euphonium hört sich stark an wie K-On!, aber dieser Anime fährt eine andere Schiene und das ist gut. Anstatt dass es ein Cute Girl Do Cute Things Anime ist, wird hier ein lebhaftes Bild des Clubs gezeigt und auch viele Konflikte. Das macht den Anime durchaus realer, als man erwartet. Dabei ist es noch wichtig zu erwähnen, dass das Werk ein Slice of Life Anime mit zwar leichten Comedy-Ansätzen ist, jedoch das Drama um die Charaktere drumherum eine größere Rolle spielt. Hibiko Euphonium ist ein einzigartiger Anime und man sollte ihn schon einmal gesehen haben. Denn außerhalb der Charaktere, der Musik und der Handlung sieht der Anime auch nur genial aus und überzeugt mit seiner Liebe fürs Detail.
Haruki steht am Ende eines nahezu aufgelösten Musikclubs. Obwohl er sein Herzblut darin investierte, kann er kaum was gegen die Auflösung tun. Als er jedoch aus dem Fenster mit seiner Gitarre spielt, hört er einen engelsgleichen Gesang und ein geniales Klavierspiel. Für den Gesang ist Setsuna, die Schulschönheit, verantwortlich und für das Klavierspiel Kasusa. Jetzt heißt es, die Mädchen zu rekrutieren und vielleicht wird es doch etwas mit dem Musikclub. Waldalbum 2 ist ein wunderschöner Musikanime, in dem die Romance und das Drama eine wichtige Rolle spielen. Begleitet mit genialer Musik. Natürlich gibt es ein Schulidol und das eher kältere Mädchen, die jedoch eine gewisse Tiefe haben und nicht nur in diesen Archetypen verfallen. Wir haben hier insgesamt eine liebevolle Show mit einem genialen Soundtrack und einer herzerreißenden Handlung, die sich anfangs zwar Zeit nimmt, die es aber für diese Show spricht. Kaoros erster Tag läuft nicht gut. Direkt wird er ins Visier genommen, da er als reicher, intelligenter Schulwechsler gilt. Dies ist für ihn Routine, da er wegen dem Job seines Vaters sehr oft umziehen muss. Dabei gewöhnt er sich eine Art zu entwickeln, die den Aufenthalt in der Schule zumindest überlebenswert macht. Wobei das jetzt anders scheint, denn diesmal entwickelt er eine verrückte Freundschaft mit dem Schulschläger Sentaro und der Klassensprecherin Ritsuko und sie teilen sich eine große Liebe für Jazz und üben von nun an gemeinsam. Kids on the Slope gehört zu einer meiner Favoriten in diesem Genre. Es hat einen bemerkenswerten Stil, es wird schön auf die Musik geachtet und dessen Hintergrund. Die Charaktere haben eine gewisse Tiefe und man verliebt sich in die 12 Folgen. Leider ist das seine große Schwäche. Er ist zu kurz für diese schöne Handlung, die eindeutig mehr Zeit braucht. Aber nichtsdestotrotz ist Kids on the Slope verdammt gut und kombiniert ein Liebesdrama mit Musik. Dazu noch einen schönen Cast und 2 Protagonisten und dessen Dynamik, die man selten in dieser Form sieht. Yukio ist nicht sonderlich beliebt, hat kaum Freunde und ist ein typischer Außenseiter. Das ändert sich, als er Ryosuke kennenlernt, der Musiker ist. Dabei entdeckt er seine Liebe fürs Rock und wird ein Mitglied der Band Beck. Dadurch nimmt sein Leben eine große Wendung, die er selber nicht erwartet hat. Wenn ich jetzt ein weiteres Wort sage, würde ich die geniale Handlung vom Anime spoilern. Denn Beck ist einer meiner Lieblingsshows aller Zeiten und wird es wahrscheinlich immer sein. Beck untermauert mein Lieblingsgenre Rock und hat wahrscheinlich einer der besten Charakterdynamik in Anime überhaupt. Wir reden hier von einem exzellenten und abwechslungsreichen Cast. Es gibt reichlich Charakterentwicklung. Außerhalb des gelungenen Casts haben wir eine Handlung, die das Werk vorantreibt. Natürlich wird hier auf die Liebe zum Detail und vor allem der Rockmusik geachtet. Dabei meine ich, dass der Anime eine Menge Wissen über das Genre vermittelt, ohne dabei langweilig zu werden. Slice of Life und Romance sind einfach perfekt in diesem Anime untergebracht. Ach, wisst ihr was? Wieso rede ich so viel? Schaut euch Beck an, denn wenn nicht, verpasst ihr vielleicht einen der besten Anime überhaupt. So Leute, das ist die Endcard und das war meine Liste. Natürlich zählt es wie in jeder Top-Liste, falls ich einen Anime nicht erwähnt habe. Habe ich ihn nicht gesehen oder ich finde den nicht so gut wie ihr. Ihr könnt diese in den Kommentaren ergänzen und vielleicht kommt dann ein Nachtrag. Das kommt von einem Jungen, der maximal auf der Blockflöte spielen kann und halbwegs solide Musik spielen ist. Genug von meiner sinnlos langen Endcard. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr das Video teilt. Darin steckt wirklich viel Arbeit und Herzblut drin. Darum, danke nochmal für jeden Kommentar, für jede Bewertung und für jeglichen Support. Ihr seid die Besten.